Hallo liebe Hausbauhelden, im heutigen Insights, da dreht sich alles um die Badezimmerplanung. Was ihr wissen müsst, bevor ihr euer Traumbad realisiert. Wie viel Geld müsst ihr in die Hand nehmen und was bekommt ihr für 10, 20 oder 30.000 Euro? Wie plant ihr, dass euch euer Traumbad auch noch in 20 Jahren gefällt? Warum ist eine Schiebetür keine so gute Idee und ist ein Dusch-WC jetzt purer Schnickschnack oder doch eine sinnvolle Investition? Das alles und mehr, das verrät uns jetzt Badplanungsprofi Alex. Alex, wenn ich mein Bad plane, was sind so die Themen, die ich mir vorher überlegen muss? Oh, da gibt es ganz viele. Thema Nummer 1 wäre wirklich, wenn ich reinkomme in mein Badezimmer, wo ich als erstes morgens reingehe und abends auch wieder rausgehe, was sehe ich als erstes? Und hier in dem Fall wäre es jetzt diese wunderschöne Wanne. Und gar nicht, wie man eigentlich denkt, das WC im Hintergrund. Ja. Also bei der Tür ist natürlich so, dass ich gucke, ob die nach außen aufgeht oder nach innen, was mein Blickwinkel verändert. Oder habe ich eine Schiebetür. Wenn die nach außen aufgeht, dann laufe ich geradeaus rein. Und dann ist natürlich auch geradeaus mein Highlight. Schiebetür, ganz wichtig. Die schließen meistens nicht ganz. Also ich möchte, glaube ich, nicht auf dem WC sitzen und draußen hört jeder, was passiert. Also wenn Schiebetür, dann hochwertig und verschlossen. Also wirklich schließbar. Alex, in dem Bad gerade, da haben wir ja gesehen, dass alles so in einem Raum wirklich drin war und man konnte ja auch alles von überall sehen. Jetzt gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die Bereiche so ein bisschen zu trennen. Ja, sehr gerne sogar. Weil in einem großen Bad kann man einfach Funktionsbereiche schaffen, wo man ganz genau weiß, was tue ich wo. Beziehungsweise, wenn wir viele Leute sind, also Kinder habe, was tut wer, vielleicht auch einfach mal im versteckten Raum. Also wo kann ich auch mal für mich sein oder wo kann ich an einem Waschplatz sein, wo jemand anders noch währenddessen auf Toilette gehen kann. Und hier in dem Raum, wo wir jetzt sind, ist das nämlich recht schön gelöst. Wir haben den Funktionsbereich hier vorne mit Wellness, also mein Waschplatz, mein Schminkbereich und meine Badewanne. Und hinter im Bereich, da ist ganz versteckt, nämlich das WC. So. Hier, nämlich ganz versteckt. Ja. Ich kann mich richten und hier kann mein Partner oder meine Kinder einfach auf Toilette. Das möchte man ja nicht immer sehen. Ja, also das heißt, es ist auf jeden Fall ein Sichtschutz, weil es ums Eck ist. Genau. Hätte man jetzt noch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt, ich ziehe mir vielleicht sogar noch eine Wand ein, also wenn ich es noch privater möchte? Ja, klar. Also Wände einziehen haben wir hier ja definitiv, also T-Lösung oder L. Also wenn ich von oben drauf schaue, wie sieht meine Vorwandlösung aus? Und hier könnte ich einfach auch noch eine halbhohe Wand oder so als Schamwand. Es gibt leider kein schönes Wort. Ja. Es heißt Schamwand, genau. Alex, an diesem Bad, da können wir das Thema Licht, glaube ich, ganz gut sehen. Also Lichtkonzept ist ja, glaube ich, etwas, was ziemlich wichtig ist auch bei der Badplanung. Nimm uns doch da gerne mal ein bisschen mit anhand der Beispiele hier. Sehr wichtig. Genau, nämlich das allererste ist schon das, was wir hier oben sehen. Das Funktionslicht, das Licht zum Sehen, wo ich wirklich reinkomme und schaue, wo muss ich überhaupt hin, zur Orientierung und auch Richtung WC oder Waschplatz. Ein weiteres Funktionslicht ist auch das Spiegel an sich, weil es muss natürlich immer komplett ausgeleuchtet sein für den Morgen. Ja. Genau, schauen wir uns mal die Funktionen an. Gerne. Ich kann nämlich hier schon mal die Seitenleisten, was reine Ausleuchtung von außen ist, über diesen Touch-Sensor steuern. Und dann kann ich hier noch das Ambiente-Licht steuern, also oben und unten. Und dann habe ich noch die Spiegelheizung. Jetzt habe ich eigentlich schon verraten, was das zweite Licht ist, nämlich Ambiente-Licht. Also die indirekte Beleuchtung. Genau. Und die mir wirklich auch einfach ein wohnliches Gefühl gibt. Da auch ein super Tipp, nur beides voneinander getrennt schalten können. Dass wenn ich jetzt hier mein Funktionslicht ausmache und das Flutlicht oben auch ausmache, dass ich da mal entspannt baden kann. Hier haben wir die Decke abgehängt, was häufig einfach auch in der Sanierung gemacht werden muss, um die Spots einzubauen. Und dann habe ich hier nochmals indirekte Deckelbeleuchtung. Alex, hier, wenn wir beim Thema Licht sind, da bin ich auch schnell beim Thema Steckdosen bei Stromkreisen. Was gibt es denn da Wichtiges zu wissen?
Also das Allerwichtigste ist, dass man sich selber überlegt, was brauche ich, welches Gerät brauche ich wo. Also nicht standardmäßig überall eine Steckdose hin, sondern habe ich eine elektrische Zahnbürste, möchte ich die sehen, also soll die hier auf meiner Ablage irgendwo stehen, dann brauche ich natürlich hier eine Steckdose. Wenn ich sage, die soll weg, dann mache ich sie in meinen Schrank rein, mache hinter eine Bohrung und lege sie rein. Oder einen Spiegelschrank. Da sind zum Beispiel meistens sogar Steckdose drin. Da muss einfach der Elektriker aufpassen, dass der wieder an den Spiegelschrank oder an den Spiegel Strom legt. Bitte immer. Und Dusch-WC. Ganz wichtig, da muss Strom hin. Sonst funktioniert es nicht. Hier haben wir also ein Dusch-WC. Erklär uns mal, wie das funktioniert und wie das aussieht, bitte. Ja, das ist unser Dusch-WC. Hier ist erstmal unser Freund, weil hier ist unser Sensor, damit unser Dusch-WC weiß, es sitzt jemand drauf. Du hörst auch schon was. Ja. Es spült durch. Also ähnlich wie bei der Kaffeemaschine spült es erstmal durch vor Benutzung, damit ich kein stagnierendes Wasser oder irgendwelche Keime, Bakterien hätte. Also das läuft einmal durch. Okay. Wenn ich jetzt auf Toilette war und ich jetzt nicht zu meinem Toilettepapier greifen möchte, dann kann ich eben zum Dusch-WC greifen. Hier habe ich dann meine Fernbedienung und die sagt mir, was ich tun kann. Ich zeige jetzt einfach mal die reine Duschfunktion. Ja. Also ich nehme hier mal die Popo-Dusche, Ja. das ist das hier. Dann spült es wieder durch und dann fährt jetzt gleich mein Edelstahl-Duschkopf raus. Und dann, der reinigt mich dann. Mein absolutes Highlight beim Dusch-WC, die Sitzheizung. Ja, ist drin oder was? Nein! Ja, also ich habe eine Sitzheizung drin Ja. und wenn ich dann nachts auf Toilette gehe, dann werde ich nicht so schnell wach und bleibt alles warm. Was für wirkliche Mehrwerte hat denn so ein Dusch-WC? Ja. Ich bin viel hygienischer unterwegs. Also wenn wir jetzt nach Hause kommen, gehe ich auch in die Küche oder ins Bad und wasche mir meine Hände und gehe nicht nur an die Küchenrolle und wische mal kurz ab. Wasser ist auch ein großes Thema. Also ich denke bei jedem. Und habe ich hier zwar eigentlich im Gerät Meerwasser, aber es spart Wasser, weil ich ja lediglich kurz abwasche und dann geht's weiter und nicht noch aufgrund von großer Verschmutzung zu den Feuchttüchern greifen muss. Ja. Also Feuchttücher, wissen wir ja alle, soll nicht sein, Ja. wird hiermit komplett ersetzt. Badplanung und auch ein Bad, das irgendwie mir länger gefällt, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Worauf sollte ich da bei der Gestaltung achten? Thema ist länger gefällt, ja. Wir sind ja meistens so 25, 30 Jahre, wo es einem gefällt. Also die feste Bestandteile sollte wirklich langlebig und von der Formgebung her so sein, dass es mir gefällt. Also wenn ich mich für quadratisch entscheide, dann sollte mir das auch gefallen. Also Grundformen und Grundtöne. Also Grundtöne sind meistens so 60% im Bad, also meistens Fliese und Wandtöne. Dann gibt es einen Begleitton, das sind gern auch Möbel, Accessoires, hier jetzt mal so ein Blau. Ja. Und dann gibt es wirklich absolute Highlights. Also wenn ich mich wirklich was traue, was cool wäre ab und so, dann einfach Dinge, die ich auch leicht wieder verändern kann. Ja. Also hier zum Beispiel sieht man viel Blau. Aber das Blau, das sind immer Töne bzw. Oberfläche, die ich ändern kann. Ah, das könnte ich streichen, oder? Das könnte man selber streichen. Also ich kann ja locker entscheiden, gut, alles abkleben, streichen, fertig. Ja. Ich persönlich könnte jetzt nicht einfach mal kurz Fliese. Genau. Also so Dinge. Ja. Oder ein teures Badmöbel tausche ich auch nicht mal schnell. Verstehe. Also Wandfarbe, Tapete, Dekoartikel, Vase. Perfekt für Highlights. Alex, Thema Preise ist ja durchaus wichtig, wenn ich so ein Bad plane. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen heute mal 3 Beispiele zeigen im Bereich von 10.000, 20.000 und 30.000 Euro. Und wir stehen hier in dem preiswerten Bereich von um die 10.000 Euro. Kannst du hier ein bisschen zeigen, was es preiswert macht und warum? Ja, also grundsätzlich ist es so. Wir wissen alle, dass Bäder teuer sind und dass es für jeden eine Investition ist. Mal so eine Faustformel.
Wenn wir uns ein Bad aussuchen, dann sind es ja meistens so, oh, welcher Artikel gefällt mir. Weil wir ja gar nicht wissen, was dahinter alles läuft. Als Badnutzer sieht man nur, oh, ein Waschtisch, eine Toilette, Badewanne, Dusche. Und all die Artikel, die ich so wahrnehme, die ich sehen kann, das macht so 1/3 aus vom kompletten Preis. Okay. Weil wenn ich dann nachher noch alle Gewerke habe, also Elektriker, Flieseleger, Installateur, Endmontage, Rückbau, bis das alles drin ist, haben wir nachher wirklich den Komplettpreis. Wow, okay. Wir haben eine Acrylbadewanne und drunter dann eine Einbauversion. Also wirklich mit den Fliesen dann vom Boden hier hochgezogen. Ja. Dann gehen wir natürlich im Farbkonzept weiter. Also ganz wichtig, wenn ich in einem günstigeren Bad in einem Farbkonzept bleibe, wie vorhin schon besprochen, dann wird es trotzdem hochwertig. Ja. Also ein 10.000 € Bad ist genauso schick. Weil es optisch stimmig ist einfach, ja? Richtig. Und wichtig. Genau. Also wir haben hier dann direkt ein Dekormöbel von der Oberfläche. Hier mit einer schönen Holzdekor-Oberfläche mit Waschtisch und hier ist der Spiegel. Also hier auch nur mit Ambiente-Licht. Also das Funktionslicht fehlt. Also hier mal die andere Extreme. Also man sieht schon an der Haptik, an der Materialität. Ja. Ein Lack, wie beim Auto. Ja. Also wenn das ein Mattlack Oberfläche, Materialität hat, ist es gleich nochmal hochwertiger. Ja. Oder hier auch eine wunderschöne Glasfront dann dazu, Aufsatzbecke und noch im Vergleich gerade eben im Spiegel. Also wir haben jetzt einen rund laufenden Spiegel. Spiegel, was Besonderes, 30.000 €. Ich habe auch eine App-Steuerung. Die größte Steigerung sehen wir uns eigentlich hier schon direkt an. Wir haben eine Mineralgusswanne. Ja. Also wirklich ein schönes Steinzeug. Von der Haptik her weicher und von der Formgebung. Also ich habe hier einfach mehr Möglichkeit, was zu machen. Ja. Also es ist, man sieht es hier konisch von der Formgebung interessanter. Also es soll ein bisschen an Sencha, also die Teezeremonie erinnern, als würde ich eben abtauchen in eine andere Welt. Das ist ja auch von der Form so ein bisschen Jacuzzi-mäßig angehaucht, ne? Ja. Und es könnten theoretisch mit eingezogenen Beinen tatsächlich 4 Personen drin sitzen. Also so ein kleines Familienbad wäre, glaube ich, mal möglich. So. Ja, braucht man auch nicht so viel Wasser. Willkommen in dem Bad, das dazwischen liegt, also zwischen den 10.000 und 30.000. Ja. Wir gucken uns mal an, wie man denn so circa auf die 20 kommt. Erstes Highlight natürlich die freistehende Acrylbadewanne. Was es einfach auch wieder ein lockerer, aber halt auch teurer macht. Ja. Genau. Und das zweite Highlight, was natürlich hier direkt in Verbindung steht, sind die Bronze-Armaturen direkt dazu. Ja. Man muss vielleicht wissen, bei Armaturen, man hat jetzt jahrelang das Chrom gemacht, ist auch definitiv nichts Schlechtes, weil Chrom fügt sich immer komplett in den Raum. Also das spiegelt die Wand, das spiegelt die Farbe, die man sich ausgesucht hat und dann ist einfach stimmig. Ja. Eine Bronzearmatur oder Gold oder Schwarz-Matt, die erzielt immer ein bisschen was Explosives. Also die ist immer so ein Hingucker. Die steht für sich, weil sie auch die Umgebung nicht so aufnimmt. Genau. Also man muss mehr Geld in die Hand nehmen, definitiv. Und man muss auch gucken, wie die Pflege, dass das immer einwandfrei ist. Aber sonst immer natürlich ein Highlight. Gibt es noch Dinge, die hier die Kosten von 10.000 auf 20.000 hochgetrieben haben? Ja, also das Upgrade, was wir hier auch direkt schon sehen, das ist Dusch-WC. Also so im Vergleich, ein normales WC könnte so Richtung 1.000 € gehen, bis alles so wie es hier ist auch dasteht.
Und das WC mit Duschfunktion sind wir dann nachher bei ca. 2000. Okay, also das Doppelte. Genau. Ja, das heißt, wir haben jetzt 3 Beispiele gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass durchaus das 10.000 € Bad wunderschön sein kann. Ich glaube, wenn man diese Tipps einhält, dass man es im Design einheitlich gestaltet, dass es optisch was hermacht, da kann man da auch einfach echt schon ein schönes Bad haben, das man eben auch 25, 30 Jahre anschauen möchte. Ja. Muss man also nicht so viel Angst haben. Es gibt viele Möglichkeiten, um in diesem Bereich zu bleiben bei den Kosten. Genau. Es weiß jeder, was einem gefällt, aber man muss auf jeden Fall drüber nachdenken. Dann wird jedes Bad schön. Ich hoffe, wir konnten euch für eure Badplanung wertvolle Hausbauhelden-Tipps mit auf den Weg geben und vielleicht auch so ein bisschen inspirieren. Wenn ihr noch weitere konkrete Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ja, und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal und aktiviert dabei bitte unbedingt die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.